Heute werden wir mal wieder den Rasen mähen, aber nicht ich mähe, sondern ich lasse mähen. Und zwar mit dem neuesten Mähroboter von der Firma EcoFlow. Der hat sogar einen Fangkorb. Viel Spaß! Wir haben das Jahr 2023 und endlich ist die Technik soweit. Wir können dank RTK-Funktion, RTK steht für Real-Time Kinematic, sprich GPS, endlich auf das Kabel bei einem Mähroboter verzichten. Wir stellen euch dieses Jahr 3 verschiedene Mähroboter vor und einer davon ist der EcoFlow und auf den gehen wir ein. Und ihr habt es gesehen, optisch ist das Ding ein Highlight. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal an die Firma EcoFlow bedanken, die uns diesen wirklich schönen Mähroboter zur Verfügung gestellt haben, damit wir den ausgiebig testen können. Ich kann es euch jetzt schon sagen, wir werden heute natürlich noch kein Fazit sagen können, auch kein Zwischenfazit, sondern nur ein Ersteindruck. Der Mährobi ist ganz neu, der ist noch nicht auf dem Markt. Das bedeutet, dass selbst die App zum Einrichten hier eine Beta-Version ist und alles erst so nach und nach in Gang kommt. Von dem her kann ich leider noch nicht viel dazu sagen. Ich würde trotzdem sagen, wir schauen uns einfach mal die technischen Highlights an, denn das ist wirklich ein Highlight. Und wir lassen ihn einfach ein bisschen rumfahren und ihr seht mal, wie die Technik so funktioniert. Und vielleicht kann ich ja das ein oder andere schon erzählen. Aber alles, was ich erzähle, ist natürlich meine persönliche Meinung, die nicht positiv oder nicht negativ beeinflusst wurde. Und jetzt kommt her, wir fangen am besten mal, ich hätte gesagt, mit den krummen Rädern an. Warum er so schief stehende Räder hat, das finde ich schon mal optisch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber muss man sagen, das hat einen Sinn. Und zwar sind das sogenannte omnidirektionale Räder. Die sind fest, die lassen sich... Er redet so... Ihr hört's, er redet Deutsch. Ich schalte ihn jetzt erstmal aus, damit er uns nicht immer dazwischen quatscht. Erst die Einschalttaste und dann die Starttaste. Ausschalten. Wir freuen uns, bald wieder für Sie zu arbeiten. Ihr habt's gehört. Also, die omnidirektionale Räder, die sind fest. Die lassen sich hier nicht bewegen. Das bedeutet, wenn er vorwärts fährt, die lassen sich einmal so bewegen und ihr seht auch schon mal das Kugellager, das ist echt wahnsinnig gut. Das würde jetzt schon noch 5 Minuten so weitergehen und die lassen sich auch hier drehen. Jedes einzelne Rädchen für sich. Und das bedeutet, wenn er jetzt nach vorne fährt, dann gehen einmal diese Räder in diese Richtung und das Gesamtrad dreht sich natürlich auch schön mit. Das sieht etwas komisch aus, muss ich gestehen, vor allem weil beide so schräg stehen. Hat aber einen gigantischen Vorteil, was ich schon bemerkt habe, weil die einfach nahezu keinen Widerstand bieten. Auch wenn er wendet, lässt sich wirklich mega gut und mega einfach wenden. Der EcoFlow Blade hat Heckantrieb. Und man sieht es auch am Profil, er hat mal richtig heftige Stollenreifen. Somit ist der Rasen auch gleich aerifiziert. Aber hat natürlich auch den Nachteil, wenn er mal hängt und durchdreht, dann ist der Rasen an dieser Stelle definitiv hin. Was mir richtig gut gefällt, ist hier, es ist alles Metall. Die ganze Achse hier ist schön verarbeitet, richtig gut, alles aus Metall, alles sehr hochwertig. Der Haltegriff, das ist gleichzeitig ein Griff, kann man schön tragen, das passt auch. Hat ein ordentliches Gewicht von ca. 20 Kilo. Bedeutet, er liegt richtig satt auf dem Rasen. Da sollte nicht viel passieren. Und er hat somit auch eine ordentliche Steigfähigkeit, weil er einfach die Hinterachse dementsprechend mal krumm stellen kann, schief stellen kann. Und dadurch ist er nicht nur für ebene Flächen gedacht, sondern auch für unwegsames Gelände. Der Blade ist ein richtiges Kraftpaket. Das Coole ist, ihr könnt sogar den Akku komplett entnehmen und der Akku, das ist mal eine richtige Wucht,
Der Mährobi, er hat 21,6 Volt und hat ein 13,8 Ampere-Stunden Akku. Das entspricht 298 Wattstunden. Und mit dem Akku mäht der ganze Robi bis zu 5000 Quadratmeter und ist somit eigentlich für eine komplette Parkanlage gemacht. Der Roboter, wie gesagt, fährt ohne Kabel und weicht Hindernissen dank seinem Kamerasystem angeblich perfekt aus. Das werden wir überprüfen, werden wir sehen. Er hat hier eine Kamera, er hat einen TOF-Sensor, bedeutet, er umfährt Hindernisse dank der 3D-Objekterkennung, umfährt er Hindernisse, muss ich ehrlich sagen, relativ gut, richtig gut. Da, wie gesagt, ist noch der Anfang, ist noch eine Beta-Version, aber das, was ich jetzt gesehen habe, sieht echt mal richtig gut aus, seht ihr auch gleich. Ja, ansonsten Thema Mähwerk, ich denke, da gehen wir auch noch kurz drauf ein, das ist sehr wichtig. Wir werfen ihn mal auf den Rücken und ihr dürft das Mähwerk sehen. Er hat eine Schnittbreite von 26 Zentimetern und macht soweit von der Schnitthöhe, kann man denn von 20 bis auf 80 mm variabel einstellen. Und das Ganze natürlich mit der App. Hier gibt es keine Knöpfe, gar nichts, geht alles vollautomatisch, voll elektrisch. Und ihr könnt nicht nur Zentimeter-Schritte wählen oder 5 mm, sondern das ist bisher echt einzigartig. Ihr könnt jeden Millimeter einzeln verstellen. Kommen wir zum weiteren Highlight. Ihr habt es Anfang vom Video gesehen. Der hat einen Fangkorb. Der hat wirklich einen Fangkorb. Das ist weltweit der erste Mähroboter mit Fangkorb. Das Ding ist ordentlich schwer, weil da sitzt auch noch ein Motor drin, der eine Bürste antreibt. Das sind so Gummilamellen, die dann dafür sorgen, dass Obst glaube ich nicht, dass er schafft. Das sind die Lamellen einfach zu weich. Aber Blätter und eventuell Grasabschnitt, Äste, vielleicht kleine Äste vom Rasen einsammelt. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Da muss ich aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die Zielgruppe sein soll, weil ich bin der Meinung, auf so einer Fläche wie bei mir, wenn er wendet, stößt er mit dem Fangkorb gleich an einen Zaun oder an eine Mauer oder so einen Spielturm hin. Und bei großen Flächen wie auf unserer Mähroboter-Testfläche glaube ich auch nicht, dass man ihn einsetzen kann, weil da haben wir 1000, 1500 Quadratmeter. Wenn da mal Laub liegt, dann bin ich der Meinung, dass dieser kleine Fangkorb nach 3-4 Bahnen komplett voll ist. Und da frage ich mich, ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn zuordnen soll. Aber wir werden sehen, wir werden es auf jeden Fall testen, denn der Blade wird auf gesamt 3 verschiedenen Stationen bzw. 3 verschiedenen Grundstücke eingesetzt. Einmal auf meiner Fläche, wo er wirklich relativ weit offen ist, mal große Flächen hat, aber wirklich zentimetergenau an den Rand fahren muss. Wenn er zu weit rausfährt, landet er im Schotter bzw. im Sandkasten oder er fliegt hier meine Treppe herunter. Dann wird er noch beim Alex eingesetzt. Da haben wir wirklich wir haben einen Hügel drin, wir haben oben eine Kuppe drin, dann haben wir noch Büsche, wir haben Bäume drin und da wird es schon auch mit Engstellen, da wird es richtig eng, auch für so einen Mährobi. Und dann werden wir ihn natürlich auch noch auf unserer Testfläche einsetzen. Da haben wir alles Mögliche drin mit Maulwürfe, mit große Fläche mit 1000 Quadratmeter und verschiedene Bäume, Obst, Fallobst haben wir drin, wir haben Eicheln drin und. Das bedeutet, er ist hier wirklich richtig am Werkeln und wird dementsprechend eingesetzt. Und deswegen können wir euch auch heute nur mal grob zeigen, wie er funktioniert, wie er zum Einrichten ist, auf was ihr achten solltet bei allgemeinen RTK-Systemen. Aber wir können noch kein Fazit nennen, das wird so die nächsten Wochen oder Monate erst der Fall sein, weil wir ja ihn erst selber testen müssen und euch dann dementsprechend auch ein richtiges Feedback abgeben zu können. Bevor der Mähroboter, wie alle anderen RTK-Systeme natürlich auch, bevor der weiß, wo er mähen darf und wo er nicht mähen darf, müsst ihr ihn natürlich erst einrichten. Die Einrichtung ist relativ simpel, relativ einfach.
Jedoch muss man einiges beachten. Da gehen wir jetzt auf die RTK-Station, auf die Ladestation ein. Aber ich möchte noch eins sagen, die omnidirektionale Räder, in meinem Fall beim Einrichten, sind sie kontraproduktiv, weil mein Rasen durch mein Spindelmäher immer etwas höher ist als der Rand. Und dadurch, wenn er dementsprechend hier ist und ich möchte ihn einrichten, dann weiß er nicht wirklich, mal fährt er auf dem Rasen, dann rutscht er wieder runter und dadurch wird die ganze Grenze auch in der App extrem krumm, extrem wackelig. Da muss ich mir was einfallen lassen. Fand ich jetzt nicht so ideal. Muss ich noch 2-3 Mal neu machen, aber im Großen und Ganzen passt es mal fürs Erste. Ja, Thema RTK-Station, das ist gar nicht so einfach. Da muss ich auch gleich sagen, da haben vielleicht viele eine komplett andere Erwartungshaltung, so wie ich auch. Ich bin relativ blind und blauäugig an die Sache rein, habe gedacht, cool, Mährobi ohne Kabel, einstecken, Startdrücken und er mäht. So einfach ist es nicht, denn diese RTK-Station, die braucht immer, das ist praktisch RTK, und diese Station braucht immer freie Sicht zum Himmel und das möglichst im breiten Winkel. Der Hersteller gibt jetzt aktuell nichts an, ich habe keine Daten, aber andere Hersteller sagen alle zwischen 160 und 110 Grad freie Sicht und selbst sowas hier mit dem Flieder, wenn der mal Blätter hat, kann es schon grenzwertig sein. Das bedeutet, ihr könnt den Robi nicht einfach nehmen und an die andere Station hinstellen, da wo ich meinen Husqvarna hatte. Da ist es zu nah am Haus, da hat er keinen Empfang bzw. schlechten Empfang und das ist das Wichtigste. Der Robi, der braucht permanent Empfang zum RTK und RTK zum Himmel und auch der Robi zum Himmel. Und wenn jetzt ein Signal schwach ist oder nicht gegeben ist, dann kann es zu Fehlern führen und der Mähroboter fährt nicht so, wie wenn er einen perfekten Empfang hat, auf 2 cm genau, sondern er hat halt eine Abweichung von 20 cm und die 20 cm sind bei den meisten Gärten einfach zu viel und das entscheidet zwischen Absturz oder Kollision mit der Mauer oder ungemähten Kanten. Die RTK-Station kann im Übrigen auch abgemacht werden. Die muss nicht hier stehen, die kann auch hier auf Carport oder aufs Dach oder auf den Spielturm. Jetzt gehen wir mal zum Robi. Ich habe mal gestartet. Ihr seht mal, wie die Räder funktionieren, wie er aussieht. Er fährt jetzt Bahn für Bahn. Und ihr hört es vielleicht auch, er ist hörbar. Er ist jetzt nicht so laut, aber er ist jetzt auch nicht so mega leise. So, von der Geschwindigkeit, das ist jetzt der Normalbetrieb. Ich habe ihn jetzt schon 2-mal fahren lassen und er braucht im Normalbetrieb, so wie er jetzt fährt, mit der Geschwindigkeit, braucht er ca. 60 Minuten für mein komplettes Grundstück. Und wie geil ist das denn? In 60 Minuten hat er meinen kompletten Rasen gemäht, inklusive Spielturm. Und das ist richtig cool. Aber es geht noch schneller, denn in dieser App kann man, wie gesagt, die App kann ich euch leider noch nicht groß zeigen. Es ist eine Beta-Version. Ich möchte auch gar nicht groß was erzählen oder sagen, weil ich nicht weiß, was sich ändern wird. Aber Fakt ist, man kann die Geschwindigkeit kann man einstellen, die kann man umstellen. Ich habe die Möglichkeit zwischen langsam, normal und dynamisch. Also sprich schnell. Und jetzt schaut mal an, wie schnell der wirklich ist. So, wir gehen jetzt auf einen langsamen Betrieb. Achtung! Jetzt mäht er langsamer. Er mäht somit gründlicher. Der Mähmotor wird etwas leiser und somit kann man ihn ja auch mal fahren lassen, wenn man hier draußen ist und etwas seine Ruhe haben möchte. Und jetzt kommt der dynamische Modus. Und da geht das Ding mal richtig ab. Ich habe noch etwas Bedenken, dass er hier gleich abstürzt, aber wir lassen mal den Modus drin. Und er gibt wieder Gas. Finde ich total cool. Und in dem Modus
brauche nur 40 Minuten für meinen kompletten Rasen. Und ich habe übrigens über 300 Quadratmeter. Und das ist wirklich, wirklich beachtlich, denn ich brauche von Hand, wenn ich von Hand mähe, auch schon 30 Minuten. Also von dem her muss ich sagen, ist er echt richtig schnell. Ihr habt es gesehen, er hat auch gerade einen kleinen Schlenkerer reingemacht, auch jetzt wieder. Wir können mal hintergehen im Spielturm, da sehen wir mal, wie schön der den Pfosten ausweicht. Er umfährt ihn schön und kommt jetzt schön wieder zurück. Macht er richtig, richtig gut. Ich habe die Pfosten, den ganzen Spielturm hier auch, macht er echt richtig schön, richtig gut. Fließend, ohne dass er anhält oder groß nachrechnet oder überlegt, was macht er nicht. Ich habe die Pfosten im Spielturm übrigens nicht eingegrenzt, ausgegrenzt als No-Go-Zone. Das kann man natürlich auch machen. Man kann im Swimmingpool-Bereich oder vielleicht um irgendwelche Spielzeuge oder Blumenbeete kann man ihn auch ausgrenzen. Kann dann sagen, das ist eine No-Go-Zone, fahr da bitte nicht rein. Dann ignoriert er das komplett. Und wenn man nichts macht, habt ihr gesehen, wie schön er ausweicht. Das ist auch gut. Oder wenn ich mich jetzt hier hinstelle, sollte er normalerweise mich nicht überfahren, sondern ausweichen. Er hat's kurz, jetzt hat er kurz gestockt, aber er fährt schön um mich rum und mäht dann weiter. Finde ich soweit richtig gut, macht einen richtig guten Eindruck. Wie gesagt, wir können, wir wollen und wir werden natürlich jetzt noch kein Endfazit sagen können. Der Mähroboter, da wird sich noch einiges ändern, auch softwaremäßig. Preislich wird er, glaube ich, um die 2.800, 3.000 Dollar kosten, so ganz grob. Preis kann sich natürlich auch noch ändern. Ich weiß es nicht, will nicht zu viel sagen. Ich würde sagen, abonniert doch bitte den Kanal, bleibt dran. Wir bringen auf jeden Fall ein Update zu dem Mähroboter und bringen auch nach ein paar Wochen unsere ehrliche Meinung, ob positiv oder negativ oder ist eine Kaufempfehlung, ist keine Kaufempfehlung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.